Dein Kopf gibt keine Ruhe und die Gefühle sind kaum noch auszuhalten. Du hast deswegen die Freude am Leben verloren und ziehst dich dabei schon zurück. Hier bekommst du eine Anleitung, ganz ohne Therapie, um alte Gefühle und Gedanken endlich zu heilen, damit du endlich wieder Freude am Leben hast. Ich finde es erstaunlich, dass man im Internet und auf YouTube 1 Million verschiedene Methoden findet, wie man Trauma, Angst, Ängste etc. Zwangsgedanken heilen kann. Und jeder hat da mittlerweile schon so seinen eigenen Namen. Ja, das ist nach meinem Namen benannt etc. Und der ruht sich dann damit. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe auch Methoden selber entwickelt und ich habe gerade eine Methode entwickelt, wie man, ich sag mal, tatsächlich, wenn man lange genug dran bleibt, jedes Trauma heilen kann. Wirklich jedes Trauma. Aber letztendlich ist der Name der Methode nicht wichtig, denn am Ende führt jede Methode, wenn man so möchte, zu der Heilung, wenn man sie richtig anwendet, wenn es immer wieder die gleichen Parameter sind. Denn wir müssen im Endeffekt immer und immer wieder diese Gefühle, die wir abgespaltet haben, wieder in uns integrieren. Was ist denn jetzt eigentlich genau ein Trauma? Viele verstehen oder denken unter einem Trauma jedes Mal, dass das etwas mit einem Konzentrationslager, mit einem Krieg zu tun hat, mit einer Vergewaltigung etc. Nein, natürlich sind das Trauma, aber nein, in dem zufolge, dass es nicht immer ein Trauma ist, wenn man nur solche Dinge erlebt hat. Also wir erleben ja schon die ganz kleinen Traumaten, ja. Da gibt es ja schon, für viele Menschen ist es schon ein Trauma, die erste Panikattacke zu haben. Für mich persönlich war es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sogar schon ein Trauma, diese Depression mit den Panikattacken und den Zwangsgedanken zu haben. Infolgedessen habe ich nämlich damals sehr, sehr starke Hilflosigkeitsgefühle erfahren. Gefühle der Ohnmacht. Und das ist eigentlich so, wenn man so möchte, das Charakteristische bei einem Trauma. Bei einem Trauma erfahren wir das erste Mal das Gefühl der Ohnmacht. Ja, der Ohnmacht und dieser tiefen Hilflosigkeit. Und das hat dann zur Folge, dass wir das erste Mal im Leben das Gefühl bekommen, wir sind nicht mehr der Herr über unseren eigenen Körper, der Herr über unsere eigenen Sinne, der Herr über unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Und ja, natürlich, das fühlt sich in diesem Moment an, ich habe einen Kontrollverlust. Ich habe einen riesigen Kontrollverlust. Mein Körper, meine Psyche macht etwas mit mir, das ich selber nicht mehr steuern kann. Vorher war die Welt ganz anders. Da hatte man immer so subjektiv dieses Gefühl, ich habe die Kontrolle über meinen Körper und meine Psyche. An dem Tag X, wo dieses oder jenes dir widerfahren ist, egal ob es in der Kindheit war oder ob es in der Zeit der Jugendlichkeit war, etc., kriegst du das erste Mal in dein Leben dieses Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über meine eigenen Gedanken und Gefühle. Ab diesem Moment hat sich etwas fundamental verändert. Und das nenne ich das Ich-Vertrauen, das Vertrauen in die eigene Identität. Man verliert das, man verliert dieses Gemeinsame, da ist dieses Vertrauen da. Ich muss mich auf nichts konzentrieren, dass alles in Ordnung ist, weil es läuft alles selbstständig, autonom in mir ab. Und das ist jetzt auf einmal anders. Wir haben dieses Bedürfnis auf einmal bekommen, unsere eigenen Gedanken kontrollieren zu müssen. Wir haben das Bedürfnis bekommen, unsere eigenen Gefühle kontrollieren zu müssen. Und warum haben wir dieses Bedürfnis? Naja, weil wir vorher diesen subjektiven Kontrollverlust haben. Wenn wir diesen subjektiven Kontrollverlust in dem Moment, den wir gespürt hatten, dann ist es ja ganz klar, dass wir jetzt dieses starke Bedürfnis haben, Gedanken, Gefühle zu kontrollieren, damit das, was geschehen ist, sich nicht wiederholt. Natürlich ist das nicht hilfreich, sondern hat demzufolge sehr perfide Dinge an sich, die dann alles nach sich ziehen. Das bedeutet, ich fange jetzt immer mehr an zu kontrollieren. Gleichzeitig wächst die Angst immer mehr, dass diese Gedanken mehr werden an diese Situation. Es schleichen sich neue Gedanken an, Zwangsgedanken. Es könnte passieren, dass ich einen Kontrollverlust bekomme. Ich blamiere mich da. Diese ganzen Geschichten an diesem Kopf werden ernst genommen und die ganzen Gefühle, die daraus entstehen, führen zu einem weiteren Teufelskreis und intensivieren diese Störung. Wir machen jetzt gemeinsam die Übung, wie du diese alten Gefühle, aber vor allem Dingen
dahinter steckende Mechanismus des Bedürfnisses der Kontrolle der eigenen Gedanken und Gefühle auflösen können anhand dieser Übung. 2 Sachen aber vorweg, die sind sehr, sehr wichtig. Die Übung besteht aus 2 Teilen. Im zweiten Teil würdest du höchstwahrscheinlich sagen, da kriege ich dann bestimmt diese Angstgefühle und diese Emotionen, weil es dich mit deinem Inhalt, sich verknüpft und dich das dann triggert. Aber, ganz kurz, höchstwahrscheinlich wird es hier heute nicht passieren, weil du dich wohlfühlst, weil du sagst, ich mache das jetzt hier in einem Video und es ist vor allen Dingen bewusst gemacht. Das heißt, die Gedanken kommen nicht intrusiv nach oben aus dem Unterbewusstsein, sondern weil du es bewusst machst, hast du subjektiv wieder das Gefühl der Kontrolle. Aber, jetzt kommt das große Aber. Hier kriegst du die Anleitung für diese 2 Übungen und im Alltag, da ist es dann das Wichtige. Wenn du Trigger spürst, dann sehe ab heute diese Trigger nicht mehr als negativ, sondern die Trigger sind ja per se nicht negativ. Trigger sind ja etwas Tolles. Sie wollen dir helfen, um zu heilen. Und diese Trigger dann kannst du nach dieser Anleitung, die ich dir jetzt ergebe, im Alltag in den Triggern nutzen, um dir dann einfach bewusst zu machen, was ich zu tun habe, um dann zu heilen und diesen Abstand zu gewinnen von diesen Gedanken und Gefühlen und sie gleichzeitig aber zu fühlen und voll anzunehmen. Fangen wir an. Ich möchte dir zeigen, wie du mit dieser Übung so gut wie möglich wieder deine eigene Ich-Identität findest. Das heißt, wer du bist, ohne deine Gedanken und ohne deine Gefühle. Ich würde dich jetzt darum bitten, dass du, wenn es möglich ist, dich an eine Wand hinstellst. Ich stehe jetzt nicht an einer Wand, aber du stellst dich bitte an eine Wand hin. Wenn du dich an die Wand hingestellt hast, lehnst du auch deinen Kopf an die Wand nach hinten. Anschließend tust du deine Handflächen raus und streckst deine Brust raus. Und jetzt wird es das erste Mal spannend. Fühle, wie deine Füße den Boden berühren. Dafür brauchst du keine Gedanken. Du bist nur der Wahrnehmer. Und jetzt fühle es. Schreib's mir in die Kommentare hinein, ob du den Boden fühlst. Und das ohne Gedanken. Es ist nur deine Aufmerksamkeit. Du bist Bewusstsein. Reines Bewusstsein. Spürst du es? Jetzt ist deine Aufmerksamkeit auf dem Boden. Jetzt würde ich dich bitten, dass du deine Aufmerksamkeit synchron, leicht, gleichzeitig in einer Übung machst, dass du deinen Oberkörper nach vorne bückst. Während du deinen Oberkörper nach vorne bückst, mache dir bewusst, wie du ihn nach vorne beugst. Dann beugst du ihn nach hinten. Bist du dir dieser Übung, dieser Ausführung bewusst? Jetzt hast du wahrscheinlich gemerkt, wie sich deine Aufmerksamkeit von dem Boden auf deine Bewegung übertragen hat, durch die Aufmerksamkeit. Wir machen weiter. Stell dich wieder entspannt hin. Denke dir, oder mache dir bewusst besser gesagt, dein Anker ist immer auf dem Boden. Immer auf dem Boden ist die Aufmerksamkeit, deine Füße. Jetzt malst du in der Luft ein Haus. Mal es bitte langsam, so wie ich, und mache dir die Handbewegungen bewusst, die du mit dem Haus malst. Du bist es dir einfach nur bewusst, wie du das Haus malst. Merkst du, dass die Fokussierung vom Boden wieder weg ist und jetzt wieder auf deine Hand ist? Du bist dir jeder Ausführung bewusst. Jeder Ausführung bist du dir bewusst. Hör auf und setze deinen Anker wieder auf den Boden. Du bist wieder auf dem Boden. Und jetzt ist dir wahrscheinlich etwas gar nicht aufgefallen, oder? In dieser Zeit, wo du diese Übungen gemacht hast, hattest du die ganze Zeit alle möglichen Gedanken. Aber diese Gedanken führen nicht dazu, dass du das Haus malst, wenn du es malen sollst. Diese Gedanken führen nicht dazu, dass du dich nach vorne beugst, wenn du dich nach vorne beugst.
dass du es nicht tust oder was anderes tust. Diese Gedanken oder die Gefühle, die du dabei hattest oder auch nicht, führen nicht dazu, dass du dein bewusstes Selbst in den Anker, in den Boden setzt. Das heißt, es ist nicht synchron, es ist asynchron, wenn man so möchte. Deine Gedanken leben ihr Eigenleben, deine Gefühle leben ihr Eigenleben. Es führt nicht zu einem Kontrollverlust, egal was du denkst. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Part der Übung, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich möchte, oder würde dich darum bitten, besser gesagt, dass du auf einen Tonband all deine Gedanken drauf sprichst, die zum Beispiel mit Kontrollverlust zu tun haben, mit Angst, mit Panik etc. Deine ganzen einzelnen Geschichten, die ich jetzt leider nicht individuell kenne. Du kennst sie aber besser. Du schreibst sie dir alle auf oder du sprichst sie auf ein Tonband, besser gesagt. Beim Aufschreiben kannst du dir hinhängen, aber ich finde das Tonband besser, weil es sich mehr identifiziert durch die Akustik, die wir haben im Ohren. Und dann lässt du dieses Tonband laufen und diese Gedanken werden dich triggern, was dir alles Angst macht. Jetzt machst du die gleiche Übung nochmal. Du setzt dir deinen Anker auf den Boden, du bist dir bewusst, dass du am Boden bist und danach bückst du dich nach vorne. Du bist dir jeder einzelnen Bewegung bewusst, im vollen Bewusst und du hörst jetzt das Tonband ab. Mit all diesen Gedanken von Kontrollverlust, ich könnte zustechen, ich könnte dies machen, ich springe vom Balkon, mir passiert das, egal, ich weiß es nicht. Alles, was dich halt so betrifft, das hörst du dir an. Gleichzeitig bist du dir allen deinen Bewegungen bewusst. Du malst dieses Haus. Du merkst, wie du diese Gedanken zwar hast, du nimmst sie wahr, sie haben aber nichts mit dir zu tun. Wenn jetzt aber Gefühle, Emotionen entstehen, dann kannst du deine Ausführungen zwar weitermachen, das, was du tust, was du sagst, du darfst aber mit deiner Aufmerksamkeit auch jetzt in die Emotion hineingehen. Denn wir haben jetzt gelernt, du kannst deine Aufmerksamkeit auf den Boden legen, dich nach vorne legen. Du kannst dir dessen bewusst sein, was du malst. Du kannst dir bewusst sein, dass du deine Zähne putzt. Du bist dir dessen bewusst. Und jetzt kommt das Eigentliche in deinem Alltag. In deinem Alltag, dass du jetzt verstehen, dass all deine Handlungen, was du tust, was du machst, wie du dich bewegst, mit deiner Gedankeninnenwelt gar nichts zu tun haben. Du brauchst eigentlich nur eines zu tun, du musst nur wahrnehmen. Du musst nur wahrnehmen. Du bist der Wahrnehmer, du bist Bewusstsein, du nimmst es wahr. Und jetzt machst du Folgendes. Jedes Mal im Alltag, da wird es ja jetzt intrusiv. Jetzt ist es ja provoziert gemacht worden in dem Video. Da werden höchstwahrscheinlich kaum bis mäßig Gefühle entstehen. In deinem Alltag werden aber Gefühle entstehen, weil die Gedanken nicht bewusst gedacht werden, sondern intrusiv vom Unterbewusstsein nach oben geschossen kommen. Das bedeutet, du hast dann subjektiv das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über das, was dort oben steht. Aber du brauchst keine Kontrolle, das ist es ja. Du brauchst keine Kontrolle. Du möchtest durch dein verlorenes Ich-Bewusstsein, das du durch den Kontrollverlust hast, wieder zurückbekommen. Und deswegen musst du dir jetzt beweisen, dass diese Gedanken und diese Emotionen keine Auswirkungen auf einen möglichen Kontrollverlust haben. Das musst du dir beweisen, um das wieder zu integrieren. Und das kannst du am besten tun, wenn du jetzt jeden Tag in die Welt herausgehst und richtig sagst von mir aus, ich möchte die Erfahrung machen, dass ich da diesen Trigger bekomme. Ich möchte die Erfahrung machen, wenn ich da hingehe, dass diese Gedanken in mir entstehen können, ich aber im bewussten Handeln bin und mir meinen Bewegungen bewusst bin. Das heißt, du fängst immer mit folgender Übung an. Du setzt immer erst deinen Anker, das ist der Boden, die Füße, ich bin hier, ich setze mein Bewusstsein drauf und das, was hinten abläuft, ist eine Art Parallelwelt, denn nichts anderes ist es. Und es war vor deinen traumatischen Erfahrungen auch schon eine Parallelwelt, wenn man so möchte. Nur damals, da war das für dich eine Selbstverständlichkeit. Du hast nicht dieses Bedürfnis gehabt, diese inneren Ereignisse in dir zu kontrollieren und festzuhalten und zu diskutieren. Und nein, für dich war das damals sowieso schon ganz normal, dass du dir gesagt hast, Gedanke wird angenommen, akzeptiert, losgelassen. Heute fängst du an, alles zu kontrollieren, was für innere Ereignisse in dir entstehen. Und mit dieser Übung, wenn du die im Alltag integrierst und immer wieder wiederholst, dann wirst du mehr und mehr merken, wie du diese Dinge in dir wieder integrierst und das dann zur Folge hat, dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle in dir Stück für Stück immer weniger und weniger wird.
Viele Menschen in diesem Land, aber eigentlich auf der ganzen Welt, machen so viele Qualen durch mit psychischen Problemen und leider wird viel zu selten darüber gesprochen. Viele haben auch schon zu mir gesagt, ich mache alle Übungen und es hilft nicht und ich bin eigentlich ein Mensch, der immer sagt, versuch's immer echt ohne Medikamente, versuch's ohne Antidepressiva, aber wenn es gar nicht mehr geht, der Mensch soll auch nicht unendlich leiden, wenn irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Natürlich sage ich, wie ich schon gerade eben gesagt habe, versuch's immer erst ohne. Wenn du meinst, du schaffst es aber nicht ohne, dann schau dir einmal hier ein Video von mir über das Medikament Sertralin an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.